Heute geht es um ein Thema, das viele Lernende frustriert. Fehler machen beim Sprachenlernen. Ich erzähle dir eine kleine Geschichte und dann schauen wir uns an, warum Fehler eigentlich etwas Gutes sind. Manchmal macht man beim Sprachenlernen einen Fehler, der richtig peinlich ist. Zum Beispiel, wenn man ein Wort benutzt, das ganz harmlos klingt, aber etwas völlig anderes bedeutet, als man dachte. Oft passiert das, weil Wörter in verschiedenen Sprachen ähnlich aussehen, aber nicht das gleiche bedeuten. Man denkt, das klingt wie ein Wort auf Englisch, das muss also das gleiche heißen. Und dann sagt man etwas und alle schauen plötzlich komisch. Oder sie fangen an zu lachen. Und du merkst, oh nein, das war falsch. Das fühlt sich im ersten Moment unangenehm an. Vielleicht sogar peinlich. Aber genau solche Fehler vergisst man nie wieder. Man lernt nicht nur das richtige Wort. Man lernt auch, Sprache lebt. Und man darf lachen. Ohne diesen Fehler hätte man das richtige Wort vielleicht nie gelernt. Wenn du keine Fehler machst, lernst du auch nichts Neues. Du spielst dann nur sicher. Aber beim Sprachenlernen geht es nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, zu kommunizieren, zu probieren, mutig zu sein. Viele Menschen haben Angst, Fehler zu machen. Sie wollen erst sprechen, wenn sie perfekt sind. Aber das ist ein Problem, denn du kannst nur besser im Sprechen werden, wenn du sprichst. Hier sind ein paar Tipps, wie du mit Fehlern besser umgehen kannst. Erstens, sprich so viel du kannst, auch wenn du unsicher bist. Je mehr du sprichst, desto mehr lernst du. Zweitens, lass dich korrigieren. Wenn jemand dich verbessert, super, schreib den Fehler auf und lerne daraus. Drittens, mach deine Fehler sichtbar. Schreib sie in ein Heft, vielleicht mit der Überschrift Meine Lieblingsfehler. Viertens, hab Humor. Lachen hilft beim Lernen. Wenn du über deine Fehler lachst, verlierst du die Angst. Fünftens, sprich mit dir selbst. Ja, wirklich. Im Bad, auf dem Weg zur Arbeit, beim Kochen. So trainierst du Sätze und merkst, wo du noch unsicher bist. Also, mach Fehler. Sie sind keine Schwäche, sondern ein Zeichen, dass du lernst. Jeder Fehler bringt dich ein kleines Stück weiter. Sie zeigen, dass du etwas Neues wagst, dass du dich traust zu sprechen und dass du lernst. Jeder Fehler bringt dich ein kleines Stück weiter. Du erinnerst dich an neue Wörter. Du verstehst Grammatik plötzlich besser und verlierst langsam die Angst, etwas Falsches zu sagen. Hier kommen noch ein paar zusätzliche Tipps, die dir beim Deutschlernen helfen können. Sprich jeden Tag ein paar Minuten laut, auch allein. Zum Beispiel, beschreibe, was du gerade tust. Oder erzähle deinem Spiegelbild, wie dein Tag war. Das hilft, flüssiger zu werden. Höre Podcasts oder YouTube auf Deutsch. Beim Kochen, Spazierengehen oder Putzen. Selbst wenn du nicht alles verstehst, trainierst du dein Ohr für die Sprache. Nutze eine Fehlerliste, aber kreativ. Schreib nicht nur die Fehler auf, sondern baue eigene, lustige Beispielsätze daraus. So merkst du sie dir besser. Stell dir Sätze bildlich vor. Wenn du dir ein Bild zum Satz machst, bleibt er länger im Kopf. Such dir einen Lernbuddy. Zusammen üben macht mehr Spaß und ihr könnt euch gegenseitig helfen, ohne Angst vor Fehlern. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Und noch mehr hoffe ich, dass du dich jetzt motiviert fühlst, weiter Deutsch zu sprechen. Mit Mut und mit Neugier. Einfach reden.
Ausprobieren, Spaß haben. Sprache ist wie ein Abenteuer und Fehler sind Teil davon. Wenn du Lust hast, dann schreib mir in die Kommentare. Was war dein lustigster oder seltsamster Fehler beim Sprachenlernen? Ich bin super gespannt auf deine Geschichten. Und wenn du noch mehr Storys und Tipps hören möchtest, dann abonniere den Kanal, klick auf die Glocke und sei beim nächsten Mal wieder dabei.